Hallo zusammen, ihr habt lang kein Video mehr von mir gesehen und den Grund, den möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ja, und dann wünsche ich euch mal viel Spaß mit meinem kleinen, kurzen Video zur Veränderung meiner Ape. Aufrollen durch Hessen, der Zweitaktmotor knattert vor sich hin, ziellos durch Stadt und Land. Ein Abenteuer ist immer drin. Ja, die erste Veränderung, die hatte ich ja schon, was heißt Veränderung, die erste Umbauarbeit, hatte ich ja glaube ich schon mal gepostet, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe sehr gutes Deutsch. Ich habe eine Standheizung eingebaut. Erstmal nur ganz primitiv, da soll noch was geändert werden dran. Aber es ist schon mal okay. Der Tank sitzt erstmal hier neben an der Seite. Dann will ich noch ein bisschen Blech drum zimmern, damit das irgendwie ein bisschen zu wird. Ja, die Heizung selber sitzt hier unten, also hinterm Radkasten. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, ich denke schon. Ja, letztes Jahr wollte ich keine einbauen, da habe ich mir gedacht, nee, brauchst du nicht. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich sie drin habe, denn ohne ist es manchmal echt mies. So, der Sascha hat mir dann noch so ein kleines bisschen Warnblinklicht geschenkt, der Ape Sascha. Naja, hier sieht man ja schon, dass es weitergeht, da kommen wir jetzt dazu. So, ich habe auch ein Radio eingebaut. Ich habe mir da aber keine Radiokonsole gekauft, sondern habe mir die selber gebaut. Ein Holzbrett, 3 Euro im Baumarkt. Habe dann hier Ground Zero Lautsprecher reingebaut, 13 cm. Die bringen angeblich 130 Watt RMS und irgendwas mit 70 Watt normal. Sind ganz gut, die Dinger machen gut Krach. Das Radio ist ein ganz einfaches China-Radio, wo ich gar nicht groß rumgemacht habe. Auch irgendwas um die 17 Euro. Ja, die Lautsprecher, die waren bei 48 Euro. Ja, das Radio, wie gesagt, ein ganz einfaches, billiges China-Radio, reicht aus, macht ganz gut Krach. Kann man nicht meckern. Sound ist gut, Bass haben die Dinger auch. Ja, ansonsten, das Antension hat mich 12 Euro gekostet, alles bei Amazon bestellt. Ist zwar ohne Verstärker, macht aber was es soll. Ansonsten ist eigentlich nicht mehr viel passiert, außer dass, wie gesagt, jetzt alles eingebaut ist. Der Winter kann kommen. Es kann kalt werden. Musik ist auch drin. Ja, und was noch passiert ist, dass mir letzte Woche die Lichtmaschine um die Ohren geflogen ist. Quatsch, Lichtmaschine, da rede ich wieder ein Mist zusammen. So, nochmal von vorne. Letzte Woche ist mir der Anlasser um die Ohren geflogen. Da habe ich jetzt auch einen neuen reingemacht. Geht ja schnell, sind nur 5 Minuten Arbeit. Wie ich gesehen habe, in manchen Videos machen die dann eine Stunde rum. Ich verstehe das System nicht ganz, warum ich eine Stunde mit dem Anlasser rummachen muss. Der eigentlich ganz schnell eingebaut ist. Da hinten sitzt das gute Stück, der neue. 50 Euro bei Amazon, kann man auch nicht meckern. Der Auspuff von der Heizung. Ja, eine neue Batterie ist noch reingekommen. Die war auch hinüber, die hatte auch nur 35 Ampere und für das, was ich da alles noch angeschlossen habe, hat das schon lange nicht mehr gereicht. Und da ist jetzt eine 44 Ampere Batterie drin. Und ich sollte das eigentlich alles hinkriegen. Ja, mehr gibt es jetzt erstmal nicht zu berichten. Im Moment fahre ich nur selten und schraube auch nur selten, denn es ist kalt. Und da will man auch nicht viel machen. Das Einzige, was ich noch machen muss, das werde ich nächste Woche eventuell machen. Ich muss mir ein Verlängerungskabel holen für das Steuergerät von der Heizung. Das hängt jetzt hier hinten drin. Das soll aber dann möglichst irgendwie nach vorne, weil so kann man das verdammt schlecht sehen oder man kommt auch schlecht dran während der Fahrt. Und das macht auch nicht viel Sinn, wenn man dann während der Fahrt nach hinten greifen muss. Ja, mal gucken, was sonst noch so passiert. Ich denke mal in diesem Jahr nicht mehr viel. Nächstes Jahr mal schauen, was wir noch machen. Und zu meinem Zylinder, der Naraku, muss ich sagen, kann ich nicht meckern. 3000 Kilometer jetzt runter, läuft erste Sahne. Macht, was er soll, zieht gut an. Ja, Berge, okay, nicht so das Wahre. Aber er hat Kraft, er zieht gut an, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit.
Wenn jetzt einer von euch mal denkt, er will einen billigen Zylinder kaufen, holt euch einen von Naraku. Die Dinger sind nicht schlecht. Kosten so um die 50 Euro. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Wie gesagt, 3000 Kilometer runtergerissen jetzt mit dem Ding. Keine Probleme. Gut. Und das war's dann auch mit meinem Video. Mal gucken, wann es das nächste gibt. Muss ich halt mal schauen. Im Moment ist wie gesagt, zu kalt zum Fahren. Hat noch gar keine Lust drauf. Und da steht es halt meistens mehr in der Garage wie sonst irgendwas. Und ja, das war's dann mit meinem Kurzvideo. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, abonniert meinen Kanal. Und ich denke, wir sehen uns dann. Ja, ich guck mal, da ich in den nächsten Tagen wieder was mache. Wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder. Ja, lasst mal ein Like da, wie gesagt, abonniert meinen Kanal, dürft auch gerne teilen, schreibt mir in die Kommentare. Und vielleicht habt ihr noch eine Idee, was man mit der Ape noch alles anstellen kann, was man noch verbessern kann, was man noch ein bisschen machen kann, damit es ein bisschen besser aussieht, optisch mäßig und so. Gut, dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Macht's gut und tschüss aus Bad Nauheim.